The Unknown Beethoven. Gibt es das überhaupt? Das ist doch eine Provokation. Beethoven kennt doch jeder und man kennt auch größtenteils sein Werk. Wir Pianisten sind natürlich mit den 32 Sonaten und den wichtigen Variationswerken gesegnet. Aber ich dachte mir, nein, es muss doch auch abseits dieser gigantischen Werke etwas geben, was vielleicht nicht so bekannt ist, was es wirklich zu entdecken gibt, wo es Juwelen zu finden gibt und dies der Musikwelt zu präsentieren, in neuem Glanze gewissermaßen erstrahlen zu lassen. Das war meine Intention für The Unknown Beethoven. Für mich eines der ergreifendsten Werke auf dieser CD ist tatsächlich auch das F-Moll-Präludium. Das war mir zuvor überhaupt nicht bekannt. Wenn man das hört und nicht kennt, denkt man, ist das ein ganz später Mozart? Ist das ein ganz früher Mendelssohn? Für mich ist es wie ein Zwiegespräch mit Johann Sebastian Bach bei Kerzenschein. Voller Schmerz, voller Einsamkeit und Melancholie. Und ich sehe bei diesem Werk sehr bildhaft vor mir, dass es wahrscheinlich des Nächtens komponiert sein dürfte und eben in sehr inniger Zwiesprache mit dem anderen großen Übervater der Musikgeschichte, Johann Sebastian Bach. Mich hat es sehr fasziniert, auf dieser CD sämtliche Formen für Klaviersolo aufzunehmen, die Beethoven für unser Instrument geschrieben hat. Allen voran natürlich Sonaten und eben nicht eine Sonate jetzt aus dem Sonatenkanon der 32, sondern ich habe eine ganz frühe aus den sogenannten Kurfürstensonaten, die F-Moll-Sonate gewählt. Das andere, was vielleicht noch spannender sein mag, man nimmt die kompositorische Entwicklung eines Ludwig van Beethoven auf das Schönste wahr, beginnend mit eben ganz frühen Werken aus der Bonner Zeit, wo er 12, 13 Jahre alt war, bis hin zu letzten musikalischen Aphorismen aus dem Jahre 1825. Und dieser Seelenkosmos, dieses Kaleidoskop an Emotionen, an Gedanken, an musikalischen Formen ist wirklich faszinierend. Und auf engstem Raume ist das, finde ich, ein ganz kurzweiliges Beethoven-Panorama, wie eine Tagebuchaufzeichnung. Auch ein Ludwig van Beethoven war ja doch ein Mensch, oder? Hatte seine täglichen Bedürfnisse, hat geliebt, war meistens unglücklich verliebt, war voller Sehnsucht, hat sich mit vielem rumgeplagt und ich erlebe in diesen kleinen Kostbarkeiten eben sehr viel Alltägliches. Alltagssituationen, Tänze in einer kleinen Kneipe, im Heurigen, auf der Straße, in der Gasse, manche Landschaftsbeschreibungen, manche Naturbeschreibungen und natürlich tiefe Seelendramen. Aber es ist eine ganz wunderbare Mischung und eben dieses Alltägliche, was wir alle Tag ein, Tag aus, jeder Mensch muss essen, jeder Mensch muss schlafen, jeder Mensch muss trinken, jeder Mensch hat seine Sehnsüchte, seine Bedürfnisse, Enttäuschungen, Hoffnungen, Glücksgefühle, tiefe Krisen und das spiegelt sich da alles ganz komprimiert auf engstem Raume wider.